Brötchen sind zwar noch sehr heiß, sehr weich, luftig, haben ein wunderbares Aroma und sind schön knusprig. Die Zutaten und Zubereitung sehen Sie jetzt. Ich bereite jetzt den Vorteig für die klassischen Landbrötchen zu. Dafür brauche ich 630 Gramm kaltes Wasser, 5 Gramm Trockenhefe, 15 Gramm Salz und 1 Kilo Weizenmehl Typ 405. 630 Gramm kaltes Wasser, 5 Gramm Trockenhefe mit 15 Gramm Salz zufügen, 1 Kilo Weizenmehl Typ 405. Den Teig 5 Minuten auf Stufe 1 kneten. In der Zwischenzeit die Tupperware mit 2 bis 3 Esslöffeln Olivenöl bestreichen. So, die 5 Minuten sind rum. So, den Teig falten. Und jetzt kommt er für 3 Tage in den Kühlschrank, luftdicht verschlossen. Ich backe heute klassische Landbrötchen. Die Landbrötchen bestehen aus 2 Mehlsorten. Der Vorteig, der aus Weizenteig besteht, ist 3 Tage alt. Der hat ein wunderbares Aroma. Da wird jetzt mit dem Sauerteig, Roggenmehl, Hefe und Salz geknetet. Dann wird er 3 bis 4 Stunden bei Zimmertemperatur reifen. Und anschließend werde ich dann die Landbrötchen zubereiten. So, den 3 Tage alten Vorteig, der wiegt genau 1650 Gramm. 15 Gramm frische Hefe, 8 Gramm Salz. ...100 Gramm Roggenmehl Typ 997 und 200 Gramm Roggensauerteig. Den habe ich gestern gefüttert. Roggensauerteig ansetzen und füttern. Das Video werde ich dann in der Beschreibung verlinken. Der Teig wird auf Stufe 1 5 Minuten geknetet und nach 5 Minuten weitere 2 bis 3 Minuten auf Stufe 2. Die Konsistenz sieht perfekt aus, also ich muss jetzt kein Mehl zufügen oder Wasser. Sollte der Teig dann zu fest sein, etwas Wasser zufügen und weiter kneten. Wenn der Teig zu flüssig wird, dann etwas Mehl zufügen. Aber wenn der Teig beim Kneten am Rand und am Haken nicht mehr klebt, dann ist die Konsistenz perfekt. In der Zwischenzeit die Dose, wo der Vorteig drin war, mit ein paar Esslöffeln Olivenöl bestreichen, weil nach dem Kneten wird der Teig dann in der Dose bei Zimmertemperatur 3 Stunden ruhen.
Den Teig ordentlich falten. Jetzt zugedeckt bei Zimmertemperatur 3 Stunden gehen lassen. 3 Stunden Ruhezeit sind rum. Der Teig ist schön aufgegangen. Jetzt den Teig mit Roggen- oder Weizenmehl bestreuen. Eventuell vom Rand etwas lösen. Den Teig auf die Arbeitsplatte kippen. Den Teig und die Arbeitsplatte mit Mehl bestreuen. Der Teig ist schön fluffig und locker. Einmal der Länge nach in der Mitte teilen. Das werden klassische Landbrötchen aus Roggen- und Weizenmehl und Roggensauerteig mit 3 Tage gereiftem Vorteig. Der Teig ist sehr zart. Jetzt steche ich gewünschte Größe ab. Die Teiglinge sind ca. 5 cm breit. Eventuell etwas lang ziehen. Je nach Größe werden das zwischen 17 und 20 Brötchen. Jetzt werde ich die vorsichtig auf dem Backblech ablegen. So, das zweite Blech. Jetzt lasse ich die Teiglinge bei Zimmertemperatur 20 Minuten ruhen. Die Teiglinge mit Wassernebel einsprühen. Und nach Wunsch mit Chiasamen, Sesam, Kümmel und Salz, Haferflocken bestreuen. Der Backofen ist vorgeheizt und jetzt bei 240 Grad Umluft 18 bis 20 Minuten backen. So, 20 Minuten Backzeit sind rum. Nach Wunsch mit Wassernebel einsprühen. Ein wunderbares Brotaroma. Schön knusprig.
Brötchen sind zwar noch sehr heiß, sehr weich, luftig. Knusprig. Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit!